Willkommen zurück, ich bin Gordon und in dieser Folge geht es um Grifftechnik und Abzugskontrolle bei Pistolen. Grifftechnik und Abzugskontrolle sind entscheidend für wiederholbare Präzision. Fangen wir mal mit der Grifftechnik an. Wer Präzisionsdisziplin schießt, weiß, dass es den einhändigen und den beidhändigen Anschlag gibt. Von diesen beiden Anschlagsarten gibt es jeweils wiederum Spezialisierungen, die dann nach persönlicher Vorliebe, Anforderung oder Disziplin gewählt werden. Mit der Grifftechnik stabilisiert man die Waffe, damit das Zielen ruhig vorgenommen werden kann. Die Grifftechnik wirkt dabei auch einer gegebenenfalls etwas schlechteren Abzugskontrolle entgegen, bzw. kann sie zum Teil kompensieren. Beim einhändigen Anschlag gibt es die zwei allgemeinbräuchlichen Haltevarianten. Erstens Daumen seitlich am Mittelfinger, also die Finger geschlossen, und zweitens Daumen weiter oben aufgelegt, Finger offen. Beim beidhändigen Anschlag gibt es die drei verschiedenen Spezialisierungen untereinander, also schwache Hand unter der Schusshand, geschlossen, Daumen parallel oder der Viva-Anschlag. Der Daumen der schwachen Hand klammert dabei den Daumen der Schusshand. Wichtig ist in allen Fällen Griff so hoch wie möglich eingreifen. Ziel ist die Laufachse so tief wie möglich zu bekommen. Schützen mit kleineren Händen haben aber oft bei so einer hohen Haltung Schwierigkeiten, den Abzug zu erreichen. Wenn das so ist, einfach entsprechend etwas weiter runtergehen, weil die Abzugskontrolle wesentlich wichtiger ist als die volle Rückstoßkontrolle. Meine persönliche Präferenz bei einhändigem Anschlag ist, den Daumen weiter oben am Griffstück anzulegen. Das fühlt sich für mich sicherer und besser zu kontrollieren an. Insbesondere beim Abzug zwingt mich diese Haltung mehr dazu, den Finger gerade nach hinten zu bewegen. Beidhändig hat sich für mich herausgestellt, dass der geschlossene Anschlag mit Daumen parallel bzw. nebeneinander der optimalste ist. Bei diesem Anschlag hat man nach meinem Empfinden die sicherste Haltung bei gleichzeitig guter Kontrollierbarkeit. Ich vermeide dabei, den Daumen der Schusshand an der Waffe anzulegen. Der Daumen der schwachen Hand stützt entweder die Waffe seitlich, ist dabei nur lose angelegt und zeigt Richtung Ziel, oder ich lasse beide Daumen parallel und abgestreckt. Die Waffe liegt dann sozusagen wie in einer Ablage und ich konzentriere mich voll und ganz auf den Abzug. Das Halten der Waffe sollte dabei nicht zu fest erfolgen. Der Waffengriff liegt sicher umschlossen von der Hand, aber nicht zu lose und auch nicht festgepresst. In etwa so, wie wenn man jemanden die Hand drückt, also ich meine jetzt dabei nicht den Schlaffi-Griff und auch nicht den Griff, wo einem die Knöchel knacken und die Augen rausquellen. Das gesunde Mittelmaß ist entscheidend. Ist der Griff zu lose, kann das ein Sicherheitsproblem darstellen, die Waffe soll ja beim Schuss nicht aus der Hand rutschen, und ist der Griff zu fest, fängt man unweigerlich an zu zittern. Davon mal abgesehen, dass es auf Dauer ziemlich anstrengend sein kann, ist das garantiert schlecht für die Präzision. Es wird zwar immer wieder gesagt, dass die Abzugskontrolle vor der Grifftechnik geübt werden muss, nach meiner Erfahrung ist aber das parallele Lernen beider Dinge die bessere Idee. Ohne sicheren und geübten Griff kann keine gute Kontrolle des Abzugs erfolgen. Ein wichtiger Punkt bei der ganzen Sache ist, nicht gegen die Waffe zu arbeiten. Was bei Neulingen ohne Einweisung durch erfahrene Schützen oft auffällt, ist, dass die Schützen die Waffe sozusagen nach vorne drücken beim Schuss, weil sie Angst vor dem Rückschlag haben oder die Reaktion der Waffe nicht einschätzen können. Ich empfehle immer, die Energie in der Bewegung abbauen zu lassen. Das Durchziehen des Fingers zur Betätigung des Abzugs nennt man Abkrümmen. Während des Abkrümmens soll sich die Waffe nicht bewegen. Der Zeigefinger nimmt Fühlung mit dem Abzug auf und führt ihn langsam und gleichmäßig nach hinten, bis der Schuss bricht. Viele Abzüge haben einen Vorweg bis zu einem etwas kräftigeren Druckpunkt. In diesem Fall nimmt man Fühlung bis zum Druckpunkt auf. Wichtig ist, dass der Druck auf den Abzug mit dem ersten Fingerglied in gerade Richtung ausgeübt wird, damit sich die Waffe im Moment des Abzugs nicht bewegt. Ob man nun mit der Fingerspitze, der Mitte des Fingerglieds oder nahe der Beuge den Abzug betätigt, ist Teil endloser Diskussionen. Grundsätzlich hängt das von der Grifftechnik, dem Abzug selbst und auch der Anatomie des Schützen ab. Ein schwerer Abzug kann unter Umständen nur unter Anstrengung mit der Fingerspitze betätigt werden, was unweigerlich in einer Bewegung der Waffe resultiert. Fakt ist aber der Umstand, dass oft auch erfahrene Schützen bei der Verwendung der Fingerspitze nach links bzw. bei der Verwendung der Beuge nach rechts verreißen. Ihr könnt das mit der eigenen Waffe selbst ausprobieren. Legt die Fingerspitze auf den Abzug und drückt kräftig zu. Wie ihr seht, zieht sich die Waffe dabei nach links.
Dasselbe zur anderen Seite, wenn die Beuge verwendet wird. Man sucht hier den Punkt, bei dem sich die Waffe möglichst wenig bewegt. Das kann entweder dann weiter links oder weiter rechts von der Mitte vom Fingerglied sein. Auf irgendeinen Punkt müsst ihr euch aber sozusagen einschießen. Wenn man hier etwas ändert, ändert sich tatsächlich der Treffpunkt. Die Bewegung des Zeigefingers sollte sich also nicht auf die Hand übertragen. Die Aufmerksamkeit sollte auf das Zielen und den Haltepunkt und nicht auf das Brechen des Schusses gerichtet sein. Eine ruckartige Abzugsbetätigung überträgt sich beispielsweise immer von der Hand auf die Waffe und weicht dann im Moment des Schusses vom Haltepunkt ab. Manche Ausbilder oder erfahrene Schützen sagen, man müsse den Finger nach Abgabe des Schusses am Abzug lassen und dann den Reset des Abzugs bewusst vornehmen vor dem nächsten Schuss. Das ist zwar sicher nicht falsch, aber ich halte das nicht für übertragbar auf alle Waffen und Schützen, denn gerade bei leichteren Abzügen und noch ungeübtem Abzugsfinger können dann ungewollte Doppler auftreten, also ein unkontrollierter Schuss. Meistens landet der dann nicht mehr auf der Scheibe. Ich finde es wichtiger, das Aufsetzen des Fingers auf die möglichst immer gleiche Position zu trainieren und erst wenn man sich sicher ist, dann auch mal diese Variante zu testen. Abzugskontrolle und Grifftechnik sind die Kernelemente für präzise Schüsse und erfordert hohe Konzentration und regelmäßiges Training. Schützenkollegen, die mich nach einem Rat fragen, empfehle ich auch das Training mit der schwachen Hand. Nach meiner Erfahrung werden beim Training mit der schwachen Hand Haltung und Abzug bewusster wahrgenommen als mit der starken Schusshand. Wie schon gesagt, sind das meine ganz persönlichen Erfahrungen, aber vielleicht sind für euch hier hilfreiche Tipps dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin.